Er hat mich Drama Queen genannt, während ich im Krankenhaus lag. Also habe ich seinen ganzen Besitz in den Müll geworfen. Aber das war erst der Anfang meiner Rache. Als ich nach einem Autounfall mit gebrochenem Bein im Krankenhaus gelegen habe, postete mein Freund Fotos von sich auf einer Party mit seiner Ex. Die Bildunterschrift lautete: „Endlich frei von der Drama Queen und ihren ständigen Forderungen." Wir waren 4 Jahre zusammen. Ich habe nichts kommentiert. Heute Morgen hat mein Handy nicht aufgehört zu vibrieren. Es waren verzweifelte Nachrichten von ihm und seiner Mutter, die mich angefleht hat, meine Entscheidung zu überdenken. Okay, also, ich war 4 Jahre mit Richard zusammen und es war eine Reise. Wie eine dieser Reisen, bei denen der Reiseführer dich mitten auf einem Berg zurücklässt und du merkst, dass du die ganze Zeit alle Rucksäcke getragen hast. Genau so eine Reise war es. Wir haben uns kennengelernt, als ich Freiwillige bei einem Gemeinschaftsgartenprojekt war, das meine Firma gesponsert hat. Ich wurde dem Kompostteam zugeteilt und Richard war der Teamleiter, der sich selbst den Kompostkönig nannte. Trotz dieser Warnzeichen habe ich seine Begeisterung für verrottendes Gemüse irgendwie fesselnd gefunden. Er hielt eine interessante Rede. Er sprach den ganzen Tag darüber, wie Verwesung nur der erste Schritt sei, um etwas Schönes zu erschaffen. Mein dummes, pflanzenliebendes Herz dachte sich, bei dieser Metapher bin ich dabei. 4 Jahre vergingen. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Einzige, was wirklich kompostiert worden ist, meine eigene Liebe war. Lasst mich erzählen, wie. Richard half in 4 Jahren genau 7 Mal bei der Miete. Mein Name stand allein im Mietvertrag, weil seine Kreditwürdigkeit vorübergehend beschädigt war. Seit 4 Jahren. Er war ungefähr 60% der Zeit, die wir zusammen waren, ohne Job. Wenn er Geld hatte, gab er es für seine Gaming-Ausrüstung, Kleidung oder Treffen mit Freunden aus. Er ließ sich mein Auto öfter, als er mich fragte, wie mein Tag war. Aber ich war verliebt, also fand ich Ausreden für ihn. Er war dabei, sich selbst zu finden. Und er hatte Potenzial. All der Müll, den wir uns einreden, wenn wir mit einem Kindmann zusammen sind. Letzte Woche habe ich einen wirklich schlimmen Autounfall gehabt. Ein Idiot ist über eine rote Ampel gefahren und hat mein Auto gerammt. Ich bin im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein, 3 gebrochenen Rippen und einer Gehirnerschütterung gelandet. Der Arzt sagte, ich hatte Glück gehabt, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Aber ehrlich gesagt, es war schrecklich. Richard besuchte mich ein einziges Mal im Krankenhaus für 20 Minuten. Er sagte, Krankenhäuser machten ihm Angst und er müsse dieses Trauma auf seine eigene Weise verarbeiten. Das Trauma, das mir passiert war? Ich war diejenige mit Metallstiften im Bein. Meine beste Freundin Anastasia blieb bei mir. Sie schlief 3 Nächte lang in diesem unbequemen Stuhl im Krankenhaus. Sie half mir auf die Toilette, brachte mir richtiges Essen und wusch mir sogar die Haare in diesem winzigen Waschbecken, weil ich nicht duschen konnte. Das, meine Freunde, ist Freundschaft gewesen. Ich habe also da gelegen, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, als Anastasia plötzlich ein versteinertes Gesicht gemacht hat. Ich fragte sie, was los sei. Sie versuchte so zu tun, als wäre alles in Ordnung, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich habe ihr das Handy weggenommen. Ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen, aber Schmerzmittel machen mich aggressiv. Und was habe ich gesehen? Richard auf einer Party mit dem Arm um seine Ex, Cat. Die Bildunterschrift: „Endlich frei von der bedürftigen Drama Queen und ihren ständigen Forderungen." Ich erstarrte. 4 Jahre. 4 ganze Jahre meines Lebens hatte ich diesen Mann emotional und finanziell unterstützt. Ich ertrug seine Selbstfindungsphasen, seine Spielsucht und seine Unfähigkeit, ein Badezimmer richtig zu putzen. Und das postete er, während ich buchstäblich gebrochen in einem Krankenhausbett lag. Das Schlimmste waren die Kommentare unserer gemeinsamen Freunde, die Dinge schrieben wie: „Schön, dass du glücklich bist, Bro" und „Du verdienst Besseres."
Wo waren die Leute, die sagten, hey, liegt deine Freundin nicht gerade im Krankenhaus? Ich habe nichts kommentiert. Ich habe ihm keine Nachricht geschrieben. Ich habe nicht angerufen. Ich habe es einfach verarbeitet. Und während ich es verarbeitet habe, fiel mir etwas sehr Wichtiges ein. Mein Name stand als einziger im Vertrag. Also habe ich ein paar Anrufe gemacht. Ich habe meinen Vermieter angerufen und ihm die Situation erklärt. Ich habe meinen Bruder angerufen. Ich habe meinen Cousin angerufen. Und ich habe einen Plan geschmiedet. Springen wir zu gestern. Richard war ein paar Mal in der Wohnung gewesen, während ich mich bei Anastasia erholt habe. Aber er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete. Mein Bruder und 2 seiner Kollegen halfen mir, die erste Phase meines Plans umzusetzen. Wir packten alle Sachen von Richard ein. Jedes alte T-Shirt, jeden limitierten Funko Pop, jede Spielkonsole und jeden Special Edition Controller. Seine kostbare Sammlung von Craft Beer, seine signierten Baseballkarten. Alles. Und wir haben alles in den Müllcontainer hinter dem Haus geworfen. Nicht in die Recyclingtonne, in den Restmüll. Der Kompostkönig konnte mit seinem Müll dort verrotten, wo er hingehörte. Das mag hart klingen. Aber die Sache ist die, Richard hatte seit 3 Monaten die Miete nicht bezahlt. Der Vermieter hatte Mahnungen geschickt, die ich vor ihm versteckt habe, weil ich mich geschämt habe. Ich habe zusätzliche freiberufliche Aufträge angenommen, um seinen Anteil zu decken, während er mir erzählte, er suche nach Möglichkeiten. Und es ist noch besser geworden. Wisst ihr, was Richard getan hat, anstatt mich im Krankenhaus zu besuchen? Er hat ein Vorstellungsgespräch für einen Job gehabt. Einen Job, den er durch meine Kontakte bekommen hat. Er sollte nächste Woche anfangen. Sagen wir einfach, der Personalchef war der Bruder meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Und dieser Personalchef hat einige sehr interessante Informationen über Richards finanzielle Vorgeschichte und seine Zuverlässigkeit erhalten, zusammen mit Screenshots von dem Social-Media-Post, in dem er gefeiert hat, endlich frei zu sein. Heute Morgen hat mein Handy ununterbrochen geklingelt. Nachricht über Nachricht von Richard, deren Ton von empört zu reuevoll wechselte. Wo sind meine Sachen? Ist das dein Ernst? Das kannst du mir nicht antun. Meine Sammlerstücke sind Tausende wert. Dafür wirst du bezahlen. Und dann hat sich der Ton geändert. Schatz, bitte, es tut mir leid, ich bin betrunken und dumm gewesen. Cat bedeutet mir nichts. Bitte ruf mich zurück, ich liebe dich so sehr, wir können das klären. Aber die besten Nachrichten kamen von seiner Mutter. Richards Mutter hatte mich immer so behandelt, als hätte ich Glück, mit ihrem kostbaren Sohn zu sein. Sie hat mich weinend angerufen und gesagt, ich müsse überdenken, was ich getan habe. Ihr Sohn habe einen Fehler gemacht, aber er verdiene es nicht, dass sein Leben ruiniert wird. Sie hat gesagt, ich sei rachsüchtig und grausam. Und wisst ihr was? Vielleicht bin ich das. Aber nach 4 Jahren, in denen ich jemanden unterstützt habe, der mich nicht einmal öfters als einmal im Krankenhaus besucht hat, während ich lernte, auf Krücken zu laufen, nein. Die Vertragsverlängerung war nächsten Monat fällig. Ich habe beschlossen, nicht zu verlängern. Ich bin zu Anastasia gezogen, bis ich einen neuen Ort finde. Ein Neuanfang mit Möbeln, die keine Erinnerungen an Richard hatten. Der Videospiele spielte, während ich gekocht, geputzt und die Rechnungen bezahlt habe. Ich habe nichts bereut, nicht ein bisschen. Edit 1. Nein, ich habe mir keine Sorgen über rechtliche Konsequenzen gemacht. Mein Cousin, der Anwalt ist, hat mir bestätigt, dass Richard keine Handhabe hatte, da sein Name nicht im Vertrag stand und er finanziell nichts beigetragen hat. Außerdem habe ich alles dokumentiert. Mir ging es gut. Noch ein paar Wochen Gips, aber mit den Krücken bin ich schon besser zurechtgekommen. Seine Mutter hat mich bereits 17 Mal angerufen. Anscheinend war Richard bei der Wohnung aufgetaucht und der Vermieter hat ihn nicht reingelassen. Tja, ich habe wohl die Schlösser auswechseln lassen. Erstes Update. Wow, ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass mein letzter Beitrag so viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie versprochen, hier ist das Update. Erinnert ihr euch, dass Richards Mutter mich 17 Mal angerufen hat? Nun,
Die Zahl ist jetzt 43. 43 Anrufe in weniger als 36 Stunden. Ich bin schließlich beim 44. Anruf drangegangen, weil ich gedacht habe, es würde sonst nie enden. Lasst mich euch einen Einblick in dieses Gespräch geben. Ich habe auf Anastasias Gästebett gelegen, mein gebrochenes Bein auf 3 Kissen hochgelagert und Chips gegessen. Richards Mutter, Deborah, wechselte 28 Minuten lang zwischen Bitten, Schuldzuweisungen und Drohungen. Hier sind die Highlights. Richard hat seit 2 Tagen ununterbrochen geweint. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Komisch, ich habe 2 Tage ununterbrochen geweint, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin und er nicht da war. Aber ich denke, das wird er überstehen. Wissen Sie, wie viel diese Sammlerstücke gekostet haben? Sein Großvater hat ihm einige dieser Baseballkarten geschenkt. Wissen Sie, wie viel die Miete kostet, Deborah? Denn ich weiß es. Auf den Cent genau, seit 4 Jahren. Er wollte dir einen Heiratsantrag machen, weißt du? Er hat mir den Ring gezeigt. Wenn der Ring nicht aus unbezahlten Rechnungen und gebrochenen Versprechen bestand, bezweifle ich das. Als sie sagte, Richard hat mir erzählt, wie du seine Finanzen kontrolliert und ihn von Freunden und Familie isoliert hast, habe ich so laut gelacht, dass ich fast keine Luft mehr bekommen habe. Ich? Seine Finanzen kontrollieren? Der Mann, der einmal unser Geld für Lebensmittel für eine limitierte Gaming-Tastatur ausgegeben hat? Ich habe seine Geburtstagsfeiern geplant und Weihnachtsgeschenke für sie gekauft. Statt aufzulegen, habe ich ihr eine einfache Frage gestellt. Deborah, wann hat Richard das letzte Mal Miete bezahlt? Stille. Dann sagte sie, er sagte mir, ihr hättet eine Vereinbarung, bei der du die Haushaltsrechnungen übernimmst und er andere Ausgaben deckt. Welche anderen Ausgaben genau, habe ich gefragt. Wieder Stille. Also habe ich sie aufgeklärt. Ich habe ihr von den 17.000 $ Kreditkartenschulden erzählt, die ich angehäuft habe, um seine Ausgaben zu decken. Ich habe ihr erzählt, wie ich letztes Jahr den Schmuck meiner Großmutter verkaufen musste, um die Miete zu bezahlen, weil Geld, das er versprochen hatte, nie ankam. Ich konnte hören, wie ihre Welt am Telefon zusammenbrach. Aber er hat gesagt, er würde dich unterstützen, sagte sie schließlich. Er hat gesagt, du hättest deinen Job verloren und er würde dich finanziell tragen. Ich bin seit 6 Jahren im selben Job und 2-mal befördert worden. Richard hatte in 4 Jahren 7 Jobs. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr E-Mails mit Kontoauszügen, Mietquittungen und Textnachrichten schicken werde, die alles belegen. Das Gespräch endete damit, dass sie sagte, sie müsse mit Richard sprechen. Sie hat seitdem nicht mehr angerufen. Komisch, wie das funktioniert. Zweites Update. Hallo nochmal, meine rachsüchtige Internetfamilie. Das Drama ging weiter. Die große Geste ist passiert und sie war genauso vorhersehbar, enttäuschend und egozentrisch, wie ich es erwartet habe. Gestern Nachmittag war ich bei Anastasia, als ihr Portier anrief. Es gab eine Lieferung für mich. Anastasia ging nach unten, um nachzusehen. 5 Minuten später kam sie mit dem seltsamsten Gesichtsausdruck zurück und hielt, haltet euch fest, einen Eimer voll Kompost in der Hand. Ein Haufen Plastiktüten voller Dreck, Maden und Küchenabfälle. Obenauf lag ein handgeschriebener Zettel. Wie Kompost kann unsere Liebe zerfallen und sich zu etwas Stärkerem wieder aufbauen. Bitte gib uns noch eine Chance, zusammenzuwachsen. Der Kompostkönig dachte wirklich, der Vergleich unserer Beziehung mit verrottendem Essen würde mich zurückgewinnen. Anastasia und ich haben so sehr gelacht, dass ich zusätzliche Schmerzmittel für meine Rippen nehmen musste. Aber wartet, es kam noch mehr. Im Kompost befand sich eine kleine Samtbox mit einem Ring, ein mit Kompost bedeckter Ring. Es war nicht einmal ein echter Ring. Der Diamant war aus Plastik und das Gold färbte meine Haut grün, als ich ihn nur anfasste. Im Inneren war ein Datum eingraviert, 4. Dezember 2001. Zur Information, das ist der Geburtstag seiner Ex-Freundin Cat. Er schenkte mir buchstäblich einen recycelten Ring, den er wahrscheinlich für Cat gekauft hatte. Ich habe ihm eine einzige Nachricht geschickt.
Der Komposthaufen ist genau der Ort, an den unsere Beziehung gehört, verrottend zwischen Maden und Müll. Anastasia, meine Heldin, brachte den Eimer nach draußen und schickte mir ein Video, wie sie alles in den Müllcontainer kippte. Deborah, Richards Mutter, hat sich schließlich gemeldet. Ihre erste E-Mail ging durch die 5 Phasen der Trauer, von »Das müssen gefälschte Belege sein« bis hin zu »Es bricht mir das Herz, dass mein Sohn so etwas getan hat«. Die letzte Phase war Akzeptanz. »Ich entschuldige mich bei Ihnen. Ich hatte keine Ahnung, was wirklich vor sich ging, und ich bedauere zutiefst meine Rolle dabei, sein Verhalten ermöglicht zu haben.« Sie enthüllte, dass Richard der ganzen Familie erzählt hatte, er würde mich seit Jahren finanziell unterstützen. Er hatte behauptet, ich sei unstabil und könne keinen Job behalten. Er hatte sich von seiner Familie über $5.000 für Notfälle geliehen, die, wie sie jetzt erkannte, erfunden waren. Das Gespräch endete damit, dass sie etwas sagte, das mir eine Gänsehaut verursachte. Ich liebe meinen Sohn, aber er muss zum ersten Mal in seinem Leben die Konsequenzen tragen. Ich werde ihm dieses Mal nicht helfen. Letztes Update. Hallo, zum letzten Mal mein Online-Unterstützungssystem. Es ist genau 1 Monat seit meinem ersten Beitrag vergangen. Hier ist der Abschluss der Saga von Richard, dem Kompostkönig. Zuerst die praktischen Dinge. Ich bin in meine neue Wohnung gezogen. Sie hat einen kleinen Balkon, auf dem ich einen Garten angelegt habe. Mein Gips ist ab und die Physiotherapie war kein Scherz, aber ich konnte mich wieder selbstständig bewegen. Die Autoversicherung hat endlich gezahlt und ich habe mir einen Gebrauchtwagen gekauft. Er war zuverlässig und das habe ich Freiheit genannt. Nun zum Ende von Richards Geschichte. Seine Verzweiflung erreichte neue Höhen. Er startete eine GoFundMe-Kampagne mit dem Titel »Obdachlos nach der Rache der Freundin«, in der er eine völlig erfundene Geschichte erzählte. Die Kampagne lief genau 6 Stunden, bevor sie vom Netz genommen wurde. Warum? Weil Richard zu meinem alten Gebäude ging und eine riesige Szene machte. Er schrie herum und verlangte, hereingelassen zu werden. Als die Polizei eintraf, erzählte er ihnen, dass er dort wohne und ich ihn illegal ausgesperrt hätte. Der Schuss ging nach hinten los. Der Vermieter bestätigte, dass Richard nicht im Mietvertrag stand, die Polizei überprüfte seine Personalien und stellte fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unbezahlter Strafzettel in Höhe von $1.200 vorlag. Ja, meine Freunde, Richard wurde verhaftet. Er verbrachte 2 Nächte im Gefängnis, bevor sein Bruder ihn gegen Kaution herausgeholt hat. Diese Erfahrung war anscheinend der Weckruf, den er gebraucht hat. Er wohnte jetzt bei seinem Bruder, musste Miete zahlen und hatte einen Job. Und das Wichtigste, er hörte auf, mich zu kontaktieren. Nach Wochen voller Anrufe und Nachrichten herrschte plötzlich absolute Stille. Ich habe auch mit einer Therapeutin gesprochen. Ich bin nicht nur bei Richard geblieben, weil ich ihn geliebt habe, sondern weil das Lösen seiner Probleme mir einen Sinn gegeben hat. Ich habe die Warnzeichen ignoriert, weil ich Angst hatte, allein zu sein. Diese Muster zu erkennen, war der erste Schritt, um sie zu durchbrechen. Zum Schluss habe ich ein letztes Gespräch mit Deborah gehabt. Sie hat mich zum Mittagessen eingeladen, eine Geste der Rücksichtnahme, die Richard nie gezeigt hatte. Sie hat sich erneut aufrichtig bei mir entschuldigt. Am Ende des Mittagessens gab sie mir einen Umschlag mit $2.000 in bar. Das deckt nicht annähernd das, was er dir schuldet, sagte sie, aber es ist das, was ich jetzt tun kann. Das kommt nicht von Richard, das kommt von mir, weil ich als Mutter versagt habe, wenn ich jemanden großgezogen habe, der dich so behandeln würde. Ich habe das Geld angenommen und damit meine neue Wohnung eingerichtet. Ein Neuanfang, ohne eine Spur von Richard. Danke, dass ihr Zeugen dieses Kapitels meines Lebens gewesen seid. Eure Unterstützung hat mir geholfen, stark zu bleiben. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich Besseres verdient habe, als ich es selbst vergessen habe.